Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute gibt's mal ganz etwas außerhalb der Reihe und vor allem etwas, das ich bisher noch gar nicht gemacht habe. Deswegen, Obacht, ab jetzt kommt hier knallhart unbezahlte Werbung. Steht auch oben drüber. Ich bin vor ein paar Tagen über die Ankündigung zu einer Indiegogo-Kampagne gestolpert. Was ich gefunden habe, seht ihr hier jetzt auf dem Bild. Die Kampagne zu Morgan Reinhardt's Company von Miniaturas Escipion. Das ist die Firma von Israel Delgado Laborda. Wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, Entschuldigung, aber ich kann leider kein Spanisch. Diejenigen von euch, die schon länger im Hobby sind, haben sicherlich schon längst erkannt, um wen es sich hier handelt und was das für eine Söldnereinheit ist. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, sucht einfach mal nach Warhammer im Schatten der gehörnten Ratte und Warhammer Dark Omen. Die beiden Spiele waren mein erster Kontakt mit dem Hobby und mein Einstieg in die Warhammer-Welt. Leider, und das war damals sehr schade, gab es Ende der 90er keine Modelle zu dem Spiel. Das wäre heute vermutlich undenkbar, aber damals war das halt normal. Die Kampagne ist für STL-Dateien ausgelegt und natürlich habe ich sie euch unten verlinkt, genauso wie Israels YouTube-Kanal, auf dem auch ein kurzes Video dazu läuft. Teil der Kampagne sind alle Einheiten, die es damals auch im Computerspiel gab. Die Kavallerie, angeführt von Morgan Reinhardt, natürlich fehlt auch das dazugehörige Flammenschwert nicht. Die Kavalleristen sehen auch wirklich so aus, wie sie damals in den Computerspielen ausgesehen haben. Außerdem gibt es auch noch die Einheit der Schwertkämpfer, die Morgan Reinhardt seit seinen ersten Tagen als Söldner begleiten und ihm in alle Abenteuer gefolgt sind, in die ihn das Schicksal geführt hat. Später kam da auch noch eine Kompanie Armbrustschützen hinzu, die ebenfalls zu einem festen Bestandteil der Söldnerarmee wurde. Sie sind hervorragende Schützen, aber leider nur mittelmäßige Nahkämpfer. Nahkampf ist jetzt allerdings auch nicht die Aufgabe von Armbrustschützen, denn die sollen schließlich schießen. Was natürlich in keiner Söldnerarmee fehlen darf, ist Artillerie. Und ganz wie damals im PC-Spiel kommt die in Form einer Kanone daher. Sogar noch mit den alten Scheibenrädern, die früher bei den imperialen Kanonen von Games Workshop Verwendung gefunden haben. Es ist halt schon sehr lange her, dass diese Spiele neu waren. Wie gesagt, das Ganze ist eine Kampagne für STL-Dateien für 3D-Druck. Nur damit keine Missverständnisse entstehen, möchte ich das nochmal ausdrücklich erwähnen. Wer sich jetzt die Frage stellt, ob denn die Figuren zu ihren bestehenden Armeen passen, den kann ich auch gleich beruhigen, denn hier seht ihr, dass die Probedrucke sehr gut zu aktuellen Herstellern passen. Wie in den meisten Kampagnen gibt es hier natürlich auch ein paar Stretch Goals. Das ist ein Obersöldner aus dem Süden der alten Welt, der einen spanischen Morion-Helm trägt, passend dazu Brustpanzer und die für die imperialen Armeen übliche Landsknechtskleidung. Als menschliche Verstärkung sind Hellebardiere geplant, die von ihrer Kleidung und Rüstung her noch sehr gut zu den alten Imperiumssoldaten passen und natürlich auch zu den Schwertkämpfern. Zum Abschluss gibt es dann auch noch einen Hexenjäger, falls man einmal einem Vampir zu Leibe rücken muss. Da kann es ja nie schaden, wenn man so einen Fanatiker mit Weihwasser und Pflöcken dabei hat. Mir gefallen die Modelle sehr gut und die Testdrucke, das Video und natürlich auch einiges an schönen Erinnerungen an die ersten Schritte im Hobby waren dann der Ausschlag für mich, diese Kampagne zu unterstützen. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch einen Drucker und ist ähnlich wie ich mit dem Hobby über Reinhardt's Company in Berührung gekommen. Ich bin gespannt, ob die Kampagne erfolgreich ist, denn wenn sie es ist, dann gibt es auch hier bei mir auf dem Channel ein bisschen was zur neuen alten Armee und auch einiges an Nostalgie. Eine große Verabschiedung gibt's diesmal nicht. Ihr wisst ja, liken, kommentieren, teilen und die Glocke läuten. Diesmal geht's drum, schaut bei Miniaturas Escipion vorbei. Da freut sich Israel bestimmt über eure Unterstützung und vielleicht macht ja der eine oder andere von euch auch noch mit. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald in meiner Schmiede.